Schockstarre in der Republik. Die AfD ist gleich auf mit der SPD und die CDU ist entsetzt. Was das für die nächsten Wahlen bedeuten könnte, werden wir uns einmal angucken. Wir nehmen dazu einen kleinen Artikel von der Zeit Online auseinander und werden sehen, wie sich die Lage entwickeln wird. Schön, dass du hier bist. Ich bin David von Ich sehe das so und wir legen jetzt los. Wie ich sagte, ein Zeit Online Artikel, den wir uns jetzt anschauen. AfD in Umfrage mit der SPD gleich auf. CDU macht Ampel verantwortlich. Im ARD Deutschland Trend kommen AfD und SPD jeweils auf 18%. Die CDU macht die Ampel dafür verantwortlich. Kevin Kühnert räumt Schwächen in der Kommunikation ein. Ja, wir werden gleich mal sehen, was das für Schwächen sind, die Kevin Kühnert hier erkannt hat. Das ist nämlich auch recht aufschlussreich. Aber weiter im Text. Die AfD verbucht in einer Umfrage Zugewinne und zieht damit mit der SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz gleich. Im neuen ARD Deutschland Trend gewinnt die AfD 2 Prozentpunkte und würde von 18% gewählt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD büßt in der Umfrage von Infratest DIMAP einen Prozentpunkt ein und kommt ebenfalls auf 18%. Aber wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bekäme die AfD 18% und wäre mit der SPD gleich auf. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, denn das haben wir alles in den letzten Wahlen gesehen. Eigentlich sind doch die Bürger seit Jahrzehnten bereits unzufrieden mit der Leistung der Regierung. Kolossale Fehlentscheidungen wie zum Beispiel der Atomausstieg von Angela Merkel oder 2015 die Grenzöffnung sind dem Bürger immer noch in Erinnerung. Dennoch, diese Erinnerung verliert er gänzlich, wenn er vor der Wahlurne steht. Das ist etwas ganz Besonderes in Deutschland, wie ich finde, und es macht mich jedes Mal sprachlos. Man hört die Leute meckern, sich beschweren über die Politik und dann kommt der Tag, einmal alle 4 Jahre kommt der Tag, an dem man das ändern könnte und sie stehen vor der Wahlurne und ihr einziger Gedanke, den sie dann nur noch haben, jetzt bloß nichts falsch machen, bloß nicht bei der falschen Partei das Häkchen machen. Das ist der einzige Gedanke, den die Leute in diesem Augenblick haben. Sie denken nicht mehr daran, welche Fehlentscheidung die Politik getroffen hat, was sie durchgesetzt hat gegen den Willen des Volkes. Zum Beispiel eine wiedergewählte Frau Merkel, die nach der Wahl den Leuten sagt, dass das, was vor der Wahl zugesichert, versprochen wurde, nach der Wahl natürlich so nicht passieren wird. All das akzeptieren die Leute und vergessen es, sobald es wieder zur Wahl kommt. Wie ich schon sagte, der einzige Gedanke, der durch den Kopf geht, ist, jetzt bloß keine Fehler machen. Und ich denke, maßgeblich daran schuld ist diese Wutbürgerkeule, die von den Politik und den Medien geschwungen wird und jeden Bürger, der auch nur seine Gedanken äußert, der sich negativ über die Politik und die Regierung äußert, in die rechte Ecke schiebt. Dadurch werden die Bürger über die 4 Jahre vor der Wahl so verängstigt, dass sie am Tag der Entscheidung, am Tag der Wahl eigentlich gar nicht anders können, als die üblichen Parteien zu wählen und somit nichts zu ändern. Nicht einmal im Ansatz. Aber wir gehen jetzt weiter mit dem Artikel. Stärkste Kraft bleibt im Deutschland-Trend die Union mit 29%. Die Grünen kommen auf 15%. Die FDP bleibt bei 7%. Zugleich fiel die Zufriedenheit mit der Ampelregierung auf einem Tiefstand. Lediglich 20% der Menschen in Deutschland sind laut der Umfrage mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. 79% der Beauftragten sind nicht zufrieden. Okay, nehmen wir diesen Part jetzt einmal kurz ein wenig auseinander. Die stärkste Kraft ist die CDU, nicht an der Regierung beteiligt. Das ist schon mal komisch. Aber so ist es nun mal mit Koalitionen. Die Grünen kommen auf 15%. So, eine 15%-Partei, die eigentlich die wichtigsten Kernelemente der Politik absolut bestimmt. Sie setzen alles durch, was sie wollen. Und die anderen Parteien gehen darauf ein, nur um an der Macht zu bleiben, nur um ihre Pöstchen, ihre Posten zu bewahren. Und das kann nicht sein. Es ist nicht hinnehmbar, dass eine Prozent, die nur 15% der Wähler widerspiegelt, einen so großen Einfluss auf die deutsche Politik hat. Das ist nicht hinnehmbar. Also, wenn ich mir die Zahlen der Umfrage für die SPD, die Grünen und die FDP einmal zusammenzähle, dann kommen wir auf 43%.
43% würden, wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl wäre, diese Parteien wieder wählen. Allerdings sind nur 20% mit ihrer Arbeit zufrieden. Also noch einmal, 43% der Bürger würden diese Regierung wieder wählen, wenn morgen die Wahl wäre, die Bundestagswahl wäre. Aber nur 20% sind mit der Arbeit der Ampel zufrieden. Warum wähle ich wieder eine Ampelregierung, die eine sehr schlechte Arbeit liefert, die mir nicht gefällt? Warum mache ich das? Das bleibt ein Geheimnis. Vielleicht werden wir es irgendwann mal ergründen, weiter im Text. Der Generalsekretär Kevin Kühnert, also ich liebe ihn, räumt ein, dass die letzten Wochen kein Paradebeispiel für tolle politische Debatten waren. In Zukunft müsse die Ampelkoalition Probleme nach innen klären, Politik nach außen erklären und deutlich machen, dass wir gemeinsam an den besten Lösungen für unser Land arbeiten, erklärte Kühnert der Zeit Online. In der Energiekrise habe die Koalition das geschafft. Oh mein Gott. Also, was er sagt, was er sich wünscht, ist ein in sich einheitlich geschlossener Parteiblock in der Ampel, der dem Bürger erklärt, ihm deutlich macht, was für ihn das Beste ist. Also, es geht hier gar nicht mehr darum, eine Politik zu machen, die die Wünsche und Erwartungen der Wähler, der Bürger widerspiegelt. Es geht darum, den Bürger an die Hand zu nehmen, wie ein kleines Kind im Übrigen, und ihm zu erklären, warum das, was die Politik macht, das Beste für ihn ist. So geht Politik heute. Ach, und in der Energiekrise hat das die Politik ja schließlich auch geschafft. Nein, lieber Herr Kühnert, Sie haben es nicht geschafft. Die Politik hat es nicht geschafft, den Bürger mit der Energiepolitik zu überzeugen. Wenn Sie die Leute fragen, sie wollen den Atomausstieg nicht, sie wollen nicht, dass noch mehr Kohlekraftwerke angefeuert werden, nur um die Energielücke zu schließen, die der Atomausstieg aufgemacht hat. Das wollen die Bürger nicht. Die Bürger wollen auch nicht ihr gesamtes Vermögen, ihr gesamtes Erspartes für eine neue Wärmepumpe samt Kernsanierung ihres Hauses bezahlen. Die Bürger wollen auch nicht noch mehr Geld für die Miete bezahlen. Das alles, Herr Kühnert, haben Sie nicht geschafft. Garantiert. Aber ich kann ja viel erzählen. Hat dich die Arbeit von Herrn Kühnert und der Ampelregierung in der Energiekrise überzeugt? Schreib es in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was du darüber denkst. Aber jetzt noch einmal zu dem Thema, was wäre, wenn die Bundestagswahl anstünde. Meiner Meinung nach ist die breite gesellschaftliche Mehrheit konditioniert, bloß nicht das Falsche zu wählen. Das ist wirklich so wie beim Pawlowschen Hund. Es ist der Pawlowsche Wähler. Sobald diese Wutbürgerkeule geschwungen wird, dann fällt dem Bürger plötzlich ein, jetzt bloß nicht das Falsche wählen, wir wollen nicht wieder einen Fehler machen. Und dann wird nach Schema F gewählt, immer das Gleiche, was wir schon hatten, ganz gleich, was sich die Politiker geleistet haben, ganz gleich, wie sie den Bürger nach der Wahl enttäuscht haben. Es ist alles vergeben, vergessen, Hauptsache keinen Fehler machen. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann solltest du jetzt diesen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt schon bei dir. Als nächstes solltest du dir dieses Video ansehen. Wenn du dabei nichts lernst, wirst du höllisch gut unterhalten, das ist auch schon was. Also, wir sehen uns drüben, bis gleich.